Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Ein Tafelbild des Barock? Nein, des späten 19. Jahrhunderts von Hans Kanon, geboren als Johann Stadlizka in der heutigen Wiener Praterstraße, einer der ganz großen und wichtigen Vertreter des sogenannten Wiener Historismus, also jener Zeit, die mit dem Bau der Wiener Ringstraße epochal und bedeutend sich in die Kunstgeschichte einschreiben wird. Eine absurd anmutende Szenerie, als handelte es sich um Gestalten, die im 17. Jahrhundert ihren Ursprung haben, erleben wir hier Babys, Putti bei ihrem Tun. Sie bauen eine Bahnlinie. Die Schwellen, die Eisenbahnschienen werden von ihnen unter Einsatz der ganzen Körperkraft errichtet. Ganz schnell und unmittelbar wird uns bewusst, wie politisch, vor allem gesellschaftspolitisch relevant dieses Bild ist und welchen großen Wandel wir in Europa in dieser Zeit um 1900 erleben. Mit der Industrialisierung Europas, ausgehend aus Großbritannien, wird der Gütertransport über die Eisenbahn ganz ein zentrales Momentum werden. Und so nutzt Hans Kanon mit Augenzwinkern, mit ironisierender Brechung der Ästhetik jener Künstler, die für ihn bedeutend und wichtig als Referent sind. Ein Peter Paul Rubens oder auch ein Tizian, wichtige Vertreter der Malerei, die für ihn, was den Pinselduktus, also den Einsatz des Pinsels, den Farbauftrag betrifft, durchaus eine Referenz sind. Offener Pinselstrich und ein Formulieren dieser Körperlichkeiten der Putti orientieren sich daran durchaus sehr, sehr stark. Ein Auseinanderklaffen zwischen der Malweise, der Ideenfindung und dem eigentlichen Thema, die auf die Spitze getrieben, abstrus, absurd, um nicht zu sagen ein bisschen bizarr daherkommt. Umso witziger und origineller der Beitrag eines Künstlers, der als wichtiger Vertreter dieser eklektizistischen Stilistik des Wiener Historismus neben dem Hans Makart und anderen als Porträtist, vor allem aber auch als Ausstatter der großen bürgerlichen Palais reüssiert. Also Wandmalereien, Öl auf Leinwand, Tafelbilder in gigantischer, beeindruckender Größe dienen dazu, einen Lebensstil repräsentativ nachvollziehbar zu machen, der auch für einen großen gesellschaftlichen Wandel steht. Das Großbürgertum, das nun durch die Industrialisierung in erstaunlich kurzer Zeit zu Reichtum gekommen ist, die Nouveau Riche, die Parvenus, um es boshaft zu sagen, zelebrieren diese Stilistik, indem sie sich an der neu errichteten Wiener Ringstraße ihre Paläste bauen lassen, die sie nun ausschmücken mit den Werken, die die jungen, erfolgreichen Künstler ihnen liefern. Hans Kanon, wie er sich nun nennt, sehr klug im Sinne der Kommunikation, wird bei Karl Rahl und Ferdinand Georg Waldmüller an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studieren. Und wenn er etwas erlernt hat, dann ist es zu inszenieren. Und so sehen wir den ewigen Diskurs in einer Zeit, in der sich dieses Habsburgerreich neu kreiert und neue Selbstverständnisse hervorbringt, greift man zurück auf eine Ära, die längst verflossen und bereits Geschichte ist. Das Barock. Mit einem Lebensgefühl, das für üppige Pracht, für Körperlichkeit, für Theatrales sich präsentieren und damit eine längst verflossene und doch noch irgendwie so präsente Selbstverständnissituation steht. In Österreich wird das Barock immer wieder neu entdeckt werden. Entdecken Sie für sich das Barock als eine vielleicht auch in unserer Zeit von Wandel und Veränderung
als eine Verankerung eines Begriffs des Österreicherin und Österreicherseins. Vielleicht eine Möglichkeit, sich nicht nur abzusetzen, sondern zu entdecken, wir sind als Europäerinnen Teil eines großen Ganzen, aber unseren Charakter behalten wir im Selbstverständnis, dass wir in einem Land geprägt und sozialisiert wurden, das solche Sonderbarkeiten und ironischen Eigentümlichkeiten hervorgebracht hat. Wir freuen uns auf Ihre Entdeckungsreise und auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.